Und hier sieht man, wie zwei Langhälse miteinander kämpfen. St. George is famous for slaying a dragon. Und St. Georg ist berühmt dafür, dass er einen Drachen getötet hat. Beowulf slew dragons. Beowulf tötete viele Drachen. He killed 2, and the third one killed him. Er tötete 3 und vom dritten wurde er dann getötet. The story says he killed Grendel, the dragon, by pulling off one of its arms, and the creature bled to death. Und der Geschichte nach tötete Beowulf den Grendel, indem er eines seiner kleinen Vorderbeine abriss und das Wesen dann verblutete. Here's a picture of a man pulling the arm off a dragon. Und auch hier sehen wir ein Bild von einem Mann, der einem Drachen den Vorderarm abreißt. I have been collecting legends of dragons from all over the world. Und ich sammle Legenden über Drachen, Dinosaurier aus der ganzen Welt. There are many thousands of them. Und es gibt Tausende von ihnen. The oldest piece of pottery in the world is this one. Hier haben wir ein Keramikstück, wo man Dinosaurier sieht. Yeah, it shows 2 long-necked dinosaurs. Hier 2 langhalsige Dinosaurier. Auch hier On a hippo tusk. Anyway, they're just pictures of dragons on many pieces of ancient artwork. Und man sieht sehr viele Bilder auf altertümlichen Kunstwerken. Man sieht da viele Dinosaurier. This is a castle in Hungary, which shows dinosaurs on the castle from 800 years ago, or Und 500 years ago. Das ist ein Schloss in Ungarn, wo man Dinosaurier sehen kann, abgebildet. In France, a dragon was killed, and they called it the gargoyle. They still today put these strange animals over the corners of their buildings and over their doors. In Frankreich wurde ein Drache getötet mit dem Namen Gargoyle, das bedeutet Kehle. Und heute noch werden Statuen aufgestellt, die dieses Monster zeigen. This Russian medallion shows a man killing a dragon. Und hier dieses russische Medaillon zeigt einen Ritter, der einen Drachen tötet. There's a Bulgarian postage stamp with a man killing a dragon. Und hier diese bulgarische Briefmarke zeigt einen Menschen, der einen Drachen tötet. Does anyone here read Bulgarian? Kann jemand von euch Bulgarisch lesen? Maybe after seminar you can see me to translate this. Und It's a tale of the people. A tale of the Yeah, people. here this The tale of a the fairy people. tale of the people. A fairy tale of the people. So a common fairy tale. Common fairy tale. An Irish writer said they killed a dragon with iron nails on its tail. Und ein irischer Schriftsteller berichtete von einem Tier mit Eisennägeln am Schwanz. The stegosaur had large tail spikes. Und das ist ein Stegosaurus, der hat lange Stacheln am Schwanz. The Vikings put dragon heads on their ships. Die Wikinger hatten Drachenköpfe auf ihren Schiffen. This is an old Viking wood cut showing a dragon swallowing a man. Das ist ein alter Wikingerholzschnitt, der zeigt, wie ein Dinosaurier oder ein Drache gerade einen Menschen verspeist. The Vikings put dragon heads on their ships. Die Wikinger hatten Drachenköpfe auf ihren Schiffen. The famous Norwegian hero Siegfried slew the dragon Fafnir. Und es gibt die Legende von Siegfried, der den Drachen Fafnir tötete. That was about 1,000 years ago. Das war ungefähr vor 1000 Jahren. Marco Polo lived in China for 17 years. Marco Polo lebte um 1271 nach Christus für 17 Jahre in China. When he came back, he said the emperor is raising dragons to pull chariots. Und als er zurückkam, berichtete er davon, dass der Kaiser Drachen aufzog, um in Paraden seine Wägen zu ziehen. Why would he say such a thing? Warum würde er so etwas sagen? I believe dinosaurs always lived with people. Ich glaube, Dinosaurier haben immer zusammen mit Menschen gelebt. A city in France was named Nerluc to honor the man who slew the dragon. Und in Frankreich gibt es eine Stadt Nerluc, die zu Ehren eines dort getöteten Drachen umbenannt wurde. Lange, scharfe, spitze Hörner. This painting or carving was found on the walls of the Grand Canyon. Diese Wandmalereien findet man im Grand Canyon. Many people think it is a dinosaur. Und viele denken, es ist ein Dinosaurier. Why would they carve dinosaurs on the walls of the canyon? Warum würden sie Dinosaurier an die Canyonwände malen?
I have much information of dinosaurs living with men. Ich habe sehr viele Informationen darüber, wie Dinosaurier mit Menschen zusammenlebten. We don't have time to cover all that today. Aber wir können uns das nicht alles angucken heute. Dinosaurs we even mentioned in the Bible. Dinosaurier werden in der Bibel erwähnt. We will cover that after we get back from break. Aber jetzt machen wir eine Pause und dann werden wir uns das anschauen. Welcome back to our session on dinosaurs in the Bible. Machen wir weiter mit unserer Lektion über Dinosaurier und die Bibel. The Bible teaches God made the world in 6 days, Die Bibel sagt, Gott machte die Welt in 6 Tagen and nothing died before Adam sinned. und nichts und niemand starb, bevor Adam sündigte. So dinosaurs had to live with man. So, Dinosaurier mussten mit Menschen zusammengelebt haben. And we covered how dinosaurs are mentioned all through history. Und wir haben gesehen, wir haben die Dinosaurier durch die Geschichte gesehen. So if all this is true, are dinosaurs mentioned in the Bible? So, wenn das alles stimmt, gibt es Dinosaurier in der Bibel? Some people say, I didn't see them in there. Manche Leute sagen, ich habe keine gefunden in der Bibel, Well, they're in there. aber sie sind dort. If you read the book of Job has 42 chapters. Das Buch Hiob hat 42 Kapitel. It says Job was a perfect man. He feared God and hated evil. Und die Bibel sagt dort, Hiob war ein vollkommener und gottesfürchtiger Mann, der das Böse mied. He had 7 sons and 3 daughters. Er hatte 7 Söhne und 3 Töchter. He had thousands of sheep and camels and oxen and asses. Er hatte Tausende von Schafen, Kamelen, Rindern, Eselinnen. Job was a very wealthy man. Er war ein sehr reicher Mann. One day the messenger came and said, the oxen and asses were stolen and your servants were killed. Und eines Tages kam ein Bote und sagte, ja, die Rinder und Eselinnen sind gestohlen worden und die Knechte wurden erschlagen. And the sheep were burned up and the camels were stolen. Und die Schafe sind verbrannt und die Kamele sind auch verbrannt und weg. Job is having a bad day. Und wirklich, Hiob hatte einen schlechten Tag. And all 10 of his kids died at the same time. Und alle seine 10 Kinder starben am gleichen Tag. Job said, the Lord gave, the Lord hath taken away, blessed be the name of the Lord. Und Hiob sprach, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Then Satan gave him boils from the top of his head to the bottom of his foot. Dann machte Satan, dass er Geschwüre bekam von Scheitel bis zur Sohle. Then his wife turned against him. Und dann wendete sich auch noch seine Frau gegen ihn und sagte, verfluche Gott und sterbe. And Job said, you talk like one of the foolish women. Und Hiob sagte, du redest wie eine der törichten Frauen. Can't we receive good at the hand of God and not evil? Sollen wir nicht das Gute von Gottes Hand nehmen und nicht auch das Böse? Then Job's 4 friends came to visit him. Dann kamen die 4 Freunde von Hiob und besuchten ihn. These men talked to Job for 35 chapters. Und 35 Kapitel lang haben diese Freunde mit ihm geredet. They kept accusing Job of doing something wrong. Und sie beschuldigten Hiob, dass er irgendetwas falsch gemacht haben sollte. They thought if something bad happens to you, it's because you did something wrong. Sie sagten, wenn dir etwas Schlimmes passiert, dann hast du irgendetwas falsch gemacht. This is not the case. Aber das ist nicht der Fall. If something bad happens to someone, you don't know why it happened. Und jedem von uns passiert mal etwas Schlechtes. Wir wissen nicht warum. You should love them, pray for them, and encourage them. Und man sollte mit diesen Brüdern Geduld haben, man sollte sie lieben und für sie beten. Don't go to the hospital when they get their gallstones out and say, these aren't gallstones, these are tithes and offerings. Und geh nicht ins Krankenhaus, wenn die Gallensteine entfernt werden und sag dann, aha, das sind keine Gallensteine, das sind Zehnten und Opfer. Don't do that. Tu das nicht. Let God take care of why things are going wrong. So, lass es Gottes Sache sein, warum Dinge einfach schief gehen. Job said, I wish the Lord would answer me. Und Hiob sagte, ich wollte, Gott würde mit mir reden oder mir antworten. Job did not know about Romans 8:28. Und Hiob kannte Römer 8:28 nicht. The Bible says, all things work together for good to them that love God, to them that are the called according to his purpose. Und die Bibel sagt uns hier, alle Dinge wirken zum Guten zusammen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. This does not say everything that happens is good. Der Vers sagt nicht, alles, was passiert, ist gut.
It says everything will work together for good. sondern alle Dinge wirken zum Guten zusammen. I'll show you. So, ich zeige euch das. Have you ever been hungry? Warst du je hungrig? Suppose you say,